Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Im heutigen Video möchte ich euch eine Technik präsentieren, die ich vor allem bei meinen letzten Produktionen genutzt habe, um Vocal Harshness in den Griff zu bekommen und vor allem auch zusätzlich die Tonalität der Vocals so an das Instrumental anzupassen, dass Vocals und Instrumental mehr wie eine Einheit klingen und das Ganze nicht mehr miteinander konkurriert, sondern sich die Frequenzen schön ineinander legen und füreinander Platz machen, sodass der Sound wirklich wie ein kompaktes Gesamtbild wirkt und nicht die Vocals oder das Instrumental in einem bestimmten Frequenzbereich herausstechen. Und wie ich das Ganze umgesetzt habe, möchte ich euch jetzt mal in der DAW zeigen. Ich habe euch eine Session vorbereitet, da steigen wir jetzt direkt ein. Let's go! Zunächst hören wir erstmal in das Projekt rein und schauen, wie die Vocals zurzeit im Beat sitzen. Ich habe nämlich schon einiges an den Vocals gemixt und wir probieren gleich mal parallel rauszuhören, ob es gegebenenfalls schon Frequenzbereiche gibt, wo es zu Überlagerungen kommen kann und wo wir eingreifen müssten. Ich spiele euch mal den Song an. Sitze mitten in der Nacht alleine am Airport, trotz der ganzen Jahre nicht vergessen, wo wir herkommen. Mixe noch die letzten Songs, bevor wir dann abheben, mit dem Wissen, dieses Album wird die ganze Stadt prägen. Also sehr, sehr ausgeglichene und stark komprimierte Vocals, sitzen einigermaßen gut im Beat, was die unteren Frequenzbereiche angehen. Ich muss aber sagen, dass ich persönlich hier eine Überlagerung in den Mitten und Höhen raushören würde, wo es vielleicht dann im Mastering, wenn wir alles ein bisschen lauter machen, zu Problemen kommen könnte. Ich würde euch jetzt mal zeigen, wie ich mit einem normalen Equalizer an dieses Problem herangehen würde und dann auch die Lösung, wie ich es in meinen letzten Projekten gemacht habe, um das Ganze zu automatisieren und etwas zu beschleunigen. Um das Ganze jetzt mit einem normalen EQ zu lösen, habe ich einfach mal den Neutron Equalizer auf meinen Vocal Bus gepackt. Hier könnt ihr aber auch jeden Equalizer eurer Wahl benutzen, den FAB-Filter oder vielleicht auch euren Stock EQ der DAW. Im ersten Schritt würde ich dann hier Platz für das Instrumental im hohen Frequenzbereich schaffen. Das heißt, ich würde mit einem Hi-Cut die ganz, ganz hohen Frequenzen der Stimme wegschneiden, sodass das Instrumental dort keine Konkurrenz erwarten kann und ich die ganz, ganz hohen Frequenzen in meinem Stimmsignal in der Regel sowieso nicht brauche, da das meistens hier sehr unangenehme Ess- oder Zischlaute sind. Das heißt, im Neutron Equalizer lege ich jetzt hier einfach mal einen Hi-Cut an und mache eine sehr, sehr starke Flankensteilheit mit 48 dB pro Oktave und würde den jetzt erstmal standardmäßig einfach bei 16,5 Kilohertz ansetzen und mal gucken, wie das Ganze jetzt schon klingt. Wichtig hierbei ist es auf jeden Fall, die Stimme solo zu hören, dass wir solo wahrnehmen können, ob wir schon zu viel vom Stimmsignal wegnehmen und die hier an Klarheit und vor allem auch an Durchsetzungskraft im Höhenbereich verliert, weil es ganz, ganz schnell passieren kann, dass die Stimme dann sehr, sehr langweilig und dumpf klingt und das wollen wir natürlich vermeiden. Das heißt, wir muten jetzt mal das Instrumental und hören rein. Sitze mitten in der Nacht alleine am Airport, trotz der ganzen Jahre nicht vergessen, wo wir herkommen. Mixe noch die letzten Songs, bevor wir dann abheben, mit dem Wissen, dieses Album wird die ganze Stadt prägen. Außer uns ist musikalisch niemand relevant geblieben. Wir sehen schon im Equalizer ganz, ganz sachte, dass hier hohe Frequenzen weggeschnitten werden, aber noch nicht viele. Es ist, denke ich, auch schon ein kleiner hörbarer Unterschied, weil wir diese S- und Zischlaute in den hohen Frequenzbereichen nicht mehr drinne haben. Also das wäre jetzt schon eine Änderung, die ich sehr positiv auf dem derzeitigen Stimmsignal finde. Im zweiten Schritt können wir uns dann noch dazu entscheiden, gegebenenfalls ein dynamisches Band anzulegen, um noch zusätzliche Höhen rauszuschneiden, wo besonders viele Störresonanzen liegen. Das Ganze zeige ich euch auch mal. Dafür lassen wir die Stimme noch solo und ich ziehe jetzt mein Band hier einfach mal nach oben und mache das relativ laut, dass ich die Störresonanz besser wahrnehmen kann und nehme aber erst mal 'n relativ dünnes Band, dass ich mich auch wirklich auf den Frequenzbereich fokussieren kann. Sitze mitten in der Nacht alleine am Airport, trotz der ganzen Jahre nicht vergessen, wo wir herkommen. Mixe noch die letzten Songs, bevor wir dann abheben, mit dem Wissen, dieses Album wird die ganze Stadt prägen. Außer uns ist musikalisch niemand relevant geblieben. Hier klingt es jetzt schon relativ eklig, weil es schon sehr, sehr stark zischt. Jetzt mache ich doch den Q-Wert noch mal 'n bisschen höher und nehme das Ganze mal dynamisch raus und dann hören wir mal, wie das klingt.
Euer Scheitern und Versagen hat uns nur vorangetrieben. Heute steppe ich ans Mikrofon und rappe Stadthündin. Hatet Doch ruhig. trotzdem müsst ihr euch dann damit abfinden. Keine Zeit, um auszuruhen. Feuer in der Nexus. Jeder Song begleitet mich beim Reisen auf dem MacBook. Pushe noch den letzten Limiter, bevor wir aussteigen. Und jetzt das Wichtigste, wir hören es jetzt mal im Kontext mit dem Instrumental. Sitze mitten in der Nacht alleine am Airport, trotz der ganzen Jahre nicht vergessen, wo wir herkommen. Mixe noch die letzten Songs, bevor wir dann abheben. Mit dem Wissen, dieses Album wird die ganze Stadt prägen. Außer uns ist musikalisch niemand relevant geblieben. Euer Scheitern und Versagen hat uns nur vorangetrieben. Mit dem Instrumental nehmen wir jetzt die Änderung eigentlich schon gar nicht wahr, wobei ich persönlich finde, dass die Stimme gerade im hohen Frequenzbereich jetzt schon deutlich besser im Beat sitzt und mit dem Beat mehr verschmilzt. Zusätzlich können wir jetzt noch gucken, ob wir noch Störresonanzen im mittleren Frequenzbereich finden und ob wir die gegebenenfalls auch noch rausnehmen wollen. Dafür schalte ich jetzt die Stimme wieder solo und wir suchen mal. Heute steppe ich ans Mikrofon und rappe Stadthündin. Hatet Doch ruhig. trotzdem müsst ihr euch dann damit abfinden. Keine Zeit, um auszuruhen. Feuer in der Nexus. Jeder Song begleitet mich beim Reisen auf dem MacBook. Pushe noch den letzten Limiter, bevor wir aussteigen. Fast ein halbes Jahr, seitdem wir nur an diesem Sound feilen. Checke im Hotel ein und genieße meine Aussicht. Schick den Zimmerservice wieder weg, denn ich brauch nichts. Seh auf Insta, wie Partinis meine Lieder mitsingen. Bau das Reisestudio auf, wir müssen wieder Hits bringen. Sitze mitten in der Nacht alleine am Airport, trotz Wir konnten diese Überlagerungen jetzt relativ schnell mit dynamischen Bändern eliminieren und ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielen. Die einzigen Bedenken, die ich jetzt noch hätte, wäre, wenn ich dann einen Limiter auf die Summe packe und sowohl die Vocals als auch das Instrumental noch mit Lautstärke füttere, dass mir noch weitere Störresonanzen auffallen, die gegebenenfalls eliminiert oder dynamisch rausgefiltert werden müssen. Hierfür würde es sich natürlich empfehlen, einen dynamischen Equalizer zu benutzen, der mit sehr, sehr viel kleinen Frequenzbändern arbeitet und das Ganze automatisch im Hintergrund macht, sodass ich nicht für jede Überlagerung hier im Equalizer einen neuen Frequenzbereich anlegen muss. Dafür habe ich bei meinen letzten Projekten den Ozone Stabilizer benutzt, der eigentlich ein Tool fürs Mastering ist, aber sich auch wunderbar für so eine Geschichte eignet, das einfach mal auf eine Stimme zu packen und hier zu schauen, wie die Veränderung der Stimme klingt. Ich werde euch jetzt dieses Beispiel noch mal mit dem Ozone Stabilizer zeigen und vielleicht findet ihr ja auch, dass das Ergebnis deutlich besser klingt. Wir switchen mal von den Neutron Equalizer auf den Ozone Stabilizer. Zuerst wollen wir die Funktionalität von Shape auf Cut umstellen. Beim Shape würden wir nämlich Frequenzen, die ihm zu präsent erscheinen, dynamisch rausfiltern und leiser machen. Und bei Frequenzbereichen, die zu unpräsent sind, würde er Lautstärke dazufahren, um ein ausgeglicheneres Gesamtfrequenzspektrum zu erzeugen. Und wir wollen das Plugin aber nur benutzen, um bestimmte Frequenzen, die störend sind, die gegebenenfalls auch mit Resonanzen verbunden sind, rauszufiltern. Also wir wollen jetzt nicht, dass er anfängt, beispielsweise in den Tiefen oder Mitten Lautstärke dazu zu boosten und deswegen nutzen wir ausschließlich die Cut-Funktion. Unterhalb der Funktionalität finden wir jetzt diesen großen Amount-Button, den wir als Threshold verstehen können. Den würden wir jetzt so lange einfach mal aufdrehen, bis das Plugin anfängt, auf das Vocal-Signal zu reagieren und die ersten Störresonanzen rauscuttet. Und das Schöne bei dem Plugin ist, das funktioniert Multiband. Das bedeutet, wir haben für die Tiefen, für die Mitten und für die Höhen nochmal einen zusätzlichen Threshold, den wir gegebenenfalls dann noch runterregeln können, sollte das Plugin gerade zu viel Störresonanzen wegnehmen. Ganz, ganz wichtig ist noch zu erwähnen, dass wenn ihr das Plugin einstellt, die Stimme auf jeden Fall auf Solo schaltet. Das heißt, dass das Instrumental nicht noch mit im Hintergrund läuft, dass ihr genau diesen Punkt erkennt, wenn das Plugin zu viele Störresonanzen rauscuttet und die Stimme anfängt unnatürlich zu klingen. Ich würde jetzt anfangen, den Threshold mal aufzuziehen, sodass wir die erste Reaktion des Plugins sehen und anschließend stellen wir die Multiband-Funktion ein, sodass wir das für jeden Frequenzbereich individualisieren können, wie viel Störresonanzen rausgekattet werden sollen. Sitze mitten in der Nacht alleine am Airport, trotz der ganzen Jahre nicht vergessen, wo wir herkommen. Mixe noch die letzten Songs, bevor wir dann abheben. Mit dem Wissen, dieses Album wird die ganze Stadt prägen. Außer uns ist musikalisch niemand relevant geblieben. Euer Scheitern und Versagen hat uns nur vorangetrieben. Heute steppe ich ans Mikrofon und Bei einer Amount von 70 hören wir jetzt schon, dass ich so ganz leicht anfange zu lispeln, weil er die Höhen natürlich stark beschneidet. Das Geile bei dem Plugin ist, wir haben eine Delta-Funktion, wo wir jetzt quasi auch mal hören können, was passiert, wenn das Plugin was rausnimmt und wie die Störresonanzen klingen, die es gerade wegcuttet.
stattfinden. Trotzdem müsst ihr euch dann damit abfinden. Keine Zeit, um auszuruhen. Feier in der Nexus. Jeder Song begleitet mich beim Reisen auf den MacBook. Pushe noch den letzten Limiter, bevor wir aussteigen. Fast ein halbes Jahr, seitdem wir nur an diesem Sound feilen. Also die 30% würde ich jetzt erst mal so eingestellt lassen und von hier aus jetzt, in den Multiband-Einstellungen weiterarbeiten wollen und da fangen wir mal mit den Höhen an. Sitze mitten in der Nacht alleine am Airport, trotz der ganzen Jahre nicht vergessen, wo wir herkommen. Mixe noch die letzten Songs, bevor wir dann abheben mit dem Wissen. Dieses Album wird die ganze Stadt. Da habe ich euch jetzt mal auch die anderen Multiband-Bereiche ausgeschaltet, dass wir uns wirklich nur auf die Höhen fokussieren können. Ich mache die Delta-Funktion jetzt aus und wir hören mal die gesamte Stimme mit der Reduktion der Störresonanzen. Euer Scheitern und Versagen hat uns nur vorangetrieben. Heute steppe ich ans Mikrofon und rappe Stadttönen. Hatet ruhig. Doch trotzdem müsst ihr euch dann damit abfinden. Keine Zeit, um auszuruhen. Feuer in der Nexus. Jeder Song begleitet mich beim Reisen auf dem MacBook. Pushe noch den letzten Limiter, bevor wir aussteigen. Fast ein halbes Jahr, seitdem wir nur an diesem Sound feilen. Check. Ich würde jetzt wieder ein bisschen runterregeln. Jetzt nimmt er mir gerade ein bisschen zu viel weg, vielleicht so zwischen 40 und 50. Mitten in der Nacht alleine am Airport, trotz der ganzen Jahre nicht vergessen, wo wir herkommen. Mixe noch die letzten Songs, bevor wir dann abheben mit dem Wissen. Dieses Album wird die ganze Stadt prägen. Außer uns ist musikalisch niemand relevant geblieben. Euer Scheitern und Versagen hat uns nur vorangetrieben. Heute steppe ich ans Mikrofon und rappe Stadttönen. Hatet ruhig. Doch trotzdem müsst ihr euch dann damit abfinden. Keine Zeit, um auszuruhen. Feuer in der Nexus. Jeder Song begleitet mich beim Reisen auf dem MacBook. Push. Wir kriegen darüber auf jeden Fall die ganz, ganz hohen Frequenzen, die auch besonders harsch klingen, gut eliminiert und die Stimme klingt deutlich ausgeglichener. Wir machen mal mit den Mitten weiter. Sitze mitten in der Nacht alleine am Airport, trotz der ganzen Jahre nicht vergessen, wo wir herkommen. Mixe noch die letzten Songs, bevor wir dann abheben mit dem Wissen. Dieses Album wird die ganze Stadt prägen. Außer uns ist musikalisch niemand relevant geblieben. Euer Scheitern und Versagen hat uns nur vorangetrieben. Heute steppe ich ans Mikrofon und rappe Stadttönen. Hatet ruhig. Doch trotzdem müsst ihr euch dann damit abfinden. Keine Zeit, um auszuruhen. Feuer in der Nexus. Jeder Song begleitet mich beim Reisen auf dem MacBook. Pushe noch den letzten Limiter, bevor wir aussteigen. Fast ein halb. Bei den Mitten dürfen wir auf jeden Fall nicht zu viel wegnehmen, weil das ganz, ganz viel der Präsenz der Vocals ausmacht und ich hier keine großen Einbußen haben möchte, dass ich die Vocal gegens Instrumental noch durchsetzen kann. Die Tiefen könnten wir zwar jetzt auch auf 100% drehen, ich habe jedoch hier noch nie gesehen, dass das Plugin hier anfängt, Tiefen zu reduzieren, weil das Plugin natürlich von der Gesamtsumme ausgeht, das heißt von Instrumentals und Vocals und die Vocals alleine nicht genug tiefe Frequenzen haben, dass das Plugin hier anfängt zu arbeiten. Wir können sie mal mit oben lassen und gucken, ob irgendwas passiert. Ich würde jetzt aber auf jeden Fall den Beat noch mal mit anmachen, dass wir mal gesamt im Kontext hören können. Sitze mitten in der Nacht alleine am Airport, trotz der ganzen Jahre nicht vergessen, wo wir herkommen. Mixe noch die letzten Songs, bevor wir dann abheben mit dem Wissen. Dieses Album wird die ganze Stadt prägen. Außer uns ist musikalisch niemand relevant geblieben. Euer Scheitern und Versagen hat uns nur vorangetrieben. Heute steppe ich ans Mikrofon und rappe Stadttönen. Hatet ruhig. Doch trotzdem müsst ihr euch dann damit abfinden. Keine Zeit, um auszuruhen. Feuer in der Nexus. Jeder Song begleitet mich beim Reisen auf dem MacBook. Pushe noch den letzten Limiter, bevor wir aussteigen. Fast ein halbes Jahr, seitdem wir nur an diesem Sound feilen. Checke. Jetzt würde ich vielleicht doch noch mal die Mitten ein bisschen rausnehmen, weil die Stimme dann doch ein bisschen zu sehr im Beat verschwindet. Aber wir merken schon, dass es wirklich mehr wie eine Einheit klingt, Instrumental und Vocals. Checke im Hotel ein und genieße meine Aussicht. Schick den Zimmerservice wieder weg, denn ich brauch nichts. Seh auf Insta, wie Partinis meine Lieder mitsingen. Bau das Reisestudio auf, wir müssen wieder Hits bringen. Eine sehr, sehr geile Technik, um die Stimme dynamisch auf den Beat anzupassen. Und wir machen jetzt noch mal den Vergleich zwischen dem Neutron Equalizer und dem Ozone Stabilizer. Sitze mitten in der Nacht alleine am Airport, trotz der ganzen Jahre nicht vergessen, wo wir herkommen. Mixe noch die letzten Songs, bevor wir dann abheben mit dem Wissen. Dieses Album wird die ganze Stadt prägen. Außer uns ist musikalisch niemand relevant geblieben. Euer Scheitern und Versagen hat uns nur vorangetrieben. Heute steppe ich ans Mikrofon und rappe Stadttönen. Hatet ruhig. Doch trotzdem müsst ihr euch dann damit abfinden. Keine Zeit, um auszuruhen. Feuer in der Nexus. Jeder Song begleitet mich beim Reisen auf dem MacBook. Pushe noch den letzten Limiter, bevor wir aussteigen. Fast ein halbes Jahr, seitdem wir nur an diesem Sound feilen. Checke im Hotel ein und genieße meine Aussicht. Schick den Zimmerservice wieder weg, denn ich brauch nichts. Seh auf Insta, wie Partinis meine Lieder mitsingen. Bau das Reisestudio auf, wir müssen wieder Hits bringen.
Ich persönlich muss sagen, dass ich die Variante mit dem Ozone Stabilizer einen kleinen Ticken angenehmer für die Ohren finde, da ich mich nicht auf einen bestimmten Frequenzschwerpunkt fokussieren muss, den ich rauscutten möchte, sobald ein bestimmter Threshold überschritten wird. Der Ozone Stabilizer hat einfach den Vorteil, dass er entlang eines bestimmten Frequenzspektrums dynamisch die ganze Zeit die Störresonanzen eliminiert und einigermaßen im Schach hält und ich im Neutron Equalizer viele Bänder anlegen müsste, um das Ganze so präzise abdecken zu können. Ich bin aber auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt und schreibt mir auf jeden Fall mal in die YouTube-Kommentare, was der beiden Varianten ihr bevorzugt und ob ihr den Ozone Stabilizer auch schon mal auf eure Vocals draufgepackt habt und was eure Erfahrungen damit sind. Ich persönlich muss sagen, dass ich mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden bin und die Anpassung der Tonalität in den Vocals für mich auch natürlich wirkt. Auf jeden Fall interessiert mich euer Feedback, haut's mir in die YouTube-Kommentare. Ansonsten bleibt mir für heute nicht mehr übrig, als jedem von euch noch einen wunderschönen Restsonntag zu wünschen. Morgen einen richtig, richtig guten Start in die Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Jeff.